Hallo, Weihnachten ist vorbei, aber diese Kiste ist noch zu. Wir haben uns zu unserem HD 820 Kopfhörer, über den haben wir schon 2 Podcasts gemacht, einen zur Technik und einen mit den Hörtests, jetzt entschlossen, den passenden Kopfhörerverstärker von Sennheiser, den HDV 820, zu leisten. Ja, warum, kann man jetzt fragen. Einmal, weil der Sennheiser Kopfhörerverstärker natürlich die optimale Anpassung an die Referenzkopfhörer der 800er Serie hat. Und wir, wie gesagt, haben den 820 jetzt schon und in einer zweiten Kiste haben wir auch den 800S, sodass wir den offenen und den geschlossenen Kopfhörer an diesem Kopfhörerverstärker vergleichen können. Ja, der Kopfhörerverstärker von Sennheiser bietet natürlich auch, und das war uns auch wichtig, die optimale Bedämpfung des Kopfhörers. Und er ist an die Kopfhörerentzerrung, an die Diffusfeldentzerrung für die Sennheiser 800er Linie angepasst. Wenn euch da Näheres interessiert zum technischen Detail, dann schaut doch in unseren Podcast HD 820 die Technik rein. Und jetzt werden wir die Kiste hier erstmal auspacken. So, ich nehme jetzt hier mal am besten heute die Schere. Oh, halt Stick. Hier steckt ein Stick noch, USB-Stick. Auf dem USB-Stick findet man das Manual nochmal in Langform, in PDF. Und außerdem, nachdem man den Kopfhörerverstärker auch an ein Windows-Betriebssystem, an PC betreiben kann, ist auch hier auf dem Stick der Treiber für die Windows-Betriebssysteme drauf. So, und dann nehmen wir das schöne Stück mal raus. So. Ja, 2 Kilo, gut 2 Kilo wiegt er, merkt man auch. Aber er ist schön handlich von den Maßen her und passt gut auf die Stereoanlage. So. Und ihr seht, edles Schwarz, geschlossen, schönes Design. Und er hat die Möglichkeit, dass wir 4 Kopfhörer anschließen können und 3 davon, und das war uns besonders wichtig, mit symmetrischer Ansteuerung, sodass wir die optimale Wiedergabequalität in den Kopfhörern haben. Der Frequenzgang vom Kopfhörerverstärker ist 10 Hertz bis 100 Kilohertz. Und einen Klirrfaktor hat er von kleiner 0,001%. Ja, hier die Anschlussmöglichkeiten, seht ihr, eine ganze Menge. Was uns aber besonders wichtig war, war die optische Schnittstelle, sodass wir unseren CD-Player direkt mit dem Kopfhörerverstärker verbinden können und so die lineare Kette haben, ohne Wandlerverluste. Und was er auch hat, ist natürlich ein sehr hochwertiger, Sennheiser sagt, konkurrenzlos, der Digital-Analog-Konverter, den er enthält. Entwickelt in Deutschland. Und was wir euch in dem nächsten Podcast zeigen wollen und auch erzählen wollen, ist, wir werden den Kopfhörerverstärker natürlich auch mit unserem HD 820 testen und auch mit unserem offenen
HD 800S Referenzkopfhörer. Und da dürft ihr schon gespannt sein. Dann tschüss!